Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu unserer Vorstellung der H&H-Kollektion 2025. Viele von euch kennen es ja schon. Wir stellen gleich unsere brandneue H&H-Kollektion vor. Also waren wieder sehr kreativ, Ja. haben ganz tolle Qualitäten, viele neue Designs und genau, stellen euch das wieder vor anhand toller Modelle und freuen uns dann auf euren Besuch vom 7. bis zum 9. März in Köln. Genau, der Stand wird wieder bunt sein Ja, voll. und voll und genau, gibt wie gesagt viel Neues. Wir freuen uns auf euch und ja, ich würde sagen, wir starten dann auch direkt mit den ersten Artikeln. Ja. Der erste Artikel unserer H&H-Kollektion ist der Artikel Jill. Jill hatten wir auch schon zu unserer Hausmesse im Februar. Das ist ein viskoses Stretch-Satin und da kam er so gut an, dass wir für Köln auch noch 4 Designs gemacht haben. Einmal hier dieses schöne Paisley-Muster auf Petrol. Der Liefertermin hier ist der April. Dann haben wir einmal das verwaschene Chevron-Muster, das so ein bisschen nach oben und unten verwischt ist. Finde ich total schön, wenn man sich ein schwarzes Top näht und das als Maxi-Rock trägt. Total toll, weil er fällt wirklich unheimlich gut und durch den Elastananteil ist ja auch wunderbar dehnbar. Und hier haben wir ein florales Design, einmal in dunkelrot auf einem Naturweiß und einmal in Anthrazitschwarz auf Naturweiß. Ich kann es noch einmal zeigen, wie schön dehnbar er ist und hat natürlich diesen schönen leichten Glanz. Und Matthias zeigt auch ein Modell. Genau, hier haben wir einmal die Bluse. Pauline hat es gerade schon gesagt, er hat wirklich einen tollen Fall und so einen ganz leichten Glanz, sieht dann einfach super edel aus. Und genau, hier jetzt als Bluse, aber kann man dann auch als Kleid verarbeiten. Und wie gesagt, die Qualität hatten wir jetzt, jetzt vor kurzem zur Hausmesse. Da kam sie gut an und deswegen jetzt nochmal neue Designs. Frisch für den Sommer. Genau. So, dann geht es weiter. Artikel Vanya. Viele haben ja schon danach gefragt, ob wir Vanya wieder in Köln bringen. Die Geschichte hat ja vor 2 Jahren angefangen und der Artikel kam so gut an. Wir haben ja einige Farben im Basic-Sortiment, aber jetzt wird es mal ein bisschen bunter und es gibt 8 neue Farben. Und zwar einmal dieser Beereton, dann einmal in Lila, Petrol und einmal ein Aquaton. Und hier geht es weiter mit einem richtig schönen kräftigen Gelb, Orange, Rot und Pink. Der hat ja den Scheuerungsgrad von 90.000 Touren und genau, ist dann für Taschen zum Polstern, also sehr vielseitig. Wie gesagt, viele von euch kennen ihn schon. Und genau, hier jetzt die neuen Farben. Ja, und apropos Vanya. Genau. Vor 2 Jahren fing die Geschichte mit Vanya an, mit unserem Swaffing-Sofa. Und natürlich haben wir dieses Jahr zur Kölnmesse traditionell auch wieder ein Swaffing-Sofa. Und zwar aus dem Artikel Montevideo aus unserer Herbst-Winter-Kollektion. Und jetzt möchten wir einmal wieder sagen, dass wir ein ganz tolles Gewinnspiel wieder haben für alle, die vor Ort sind und uns besuchen und hier drauf ein Foto machen. Die können ganz, ganz tolle Preise gewinnen. Und zwar einmal das Sofa. Dann haben wir einen 1.000 € Einkaufsgutschein und 2 Schnittmusterpakete von Lille Solompello und Kibadu und natürlich wieder Madeira mit der Garnschatulle, mit dem wunderbaren Madeira-Garn. Also einfach vorbeikommen, Foto machen auf dem Sofa und das posten unter Hashtag Swaffing-Sofa bei Instagram und aus allen Fotos wählen wir dann natürlich wieder die Gewinner aus. Und wir freuen uns da. Also das ist die letzten 2 Jahre so toll geworden. Ja, sind wirklich tolle Bilder entstanden. Ja. Das macht dann auch Spaß, da durchzugucken. Und ja. Genau, das letzte Mal ging es ja nach Potsdam. Das Sofa wird ordentlich genutzt und ist dann immer mal geht dann auch immer mal über die Straße. Die wandert dann immer weiter. Und der Artikel, den Pauline jetzt gerade angesprochen hat, der ist dann in der Herbst-Winter-Kollektion. Die zeigen wir natürlich auch komplett in Köln. Ja. Auch mit tollen Modellen. Und genau. Ja, wir freuen uns wieder auf Lachen. Bunte Bilder. Ja, und viel Lachen. Das macht immer sehr viel Spaß. Ja, das ist so. Und das eine oder andere Mal sind dann auch die Swaffing-Mitarbeiter mit auf den
auf den Fotos. Das macht schon großen Spaß, ja. Und vor allem, weil man es gewinnen kann. Also Ja, es genau. ist immer, jetzt haben wir natürlich einen Platz mehr. Es ist jetzt ein Dreisitzer geworden, Ja, weil es wir wird gemerkt irgendwie haben, gefühlt immer größer, ne? Zweisitzer reicht nicht mehr aus. Ja. Es kommen immer mehr und wollen Fotos machen. Und so kann man auch tolle Gruppenbilder machen. Und natürlich darf das Hundekissen auch nicht fehlen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wird irgendwie immer eingebaut. So, weiter geht's. So, wir haben ja eben was vorbereitet. Ja, der Artikel Long Story. Lange Geschichte. Also es hat wirklich lange gedauert, bis wir diesen Artikel in den Händen halten dürfen. Und zwar ein Baumwolljacket angeraut. Eine richtig schöne weiche Qualität. Und vor fast 5 Jahren habe ich das einmal in einer Zeitschrift gesehen, wie eine Dame ein Maßband als Schal trug und habe gedacht, das muss doch auch irgendwie auf Stoff machbar sein. Und jetzt haben wir es endlich umgesetzt und ich bin da so stolz drauf. Ja, ist wirklich eine ganz eine schöne, weiche Qualität. Ich werde es dann in Köln sehen, aber sie ist wirklich butterweich, reine Baumwolle. Genau. Schön angeraut. Ist Panelware, also 2,10 Meter ist ein Panel. Und 100% Baumwolle, 2,10 Meter ist ein Panel. Man kann daraus machen natürlich einen wunderschönen Schal. Wir haben hier 3 verschiedene Farben, also für jede Jackenfarbe ist da wirklich der passende Schal dabei. Man kann es doppelt nehmen, dass man von beiden Seiten dieselbe Farbe hat, oder man kann sie natürlich mischen. Oder mit unserem tollen Merino-Vlies, dazu kommen wir später, auch noch die Abseite machen. So hat man einen richtigen, kuscheligen Winterschal. Man kann ihn auch super als Decke nehmen. Wenn man das Panel einfach so lässt, dann hinten ein Vlies dran oder auch den Merino-Vlies und so hat man eine richtig schöne, kuschelige Decke. Ich finde es als Deko für die Läden total schön, wenn man sich sowas ins Schaufenster hängt, als Tischläufer. Also da kann man wirklich ganz, ganz viel mitmachen. Ja, man kann wahnsinnig kreativ sein, genau. Ja, und wir zeigen gleich noch ein paar Modellbilder, was man daraus alles machen kann, weil da ist nämlich ein ganz, ganz wunderbares Modell entstanden. Nimmst du ab? So. Hier haben wir einmal der Schal. Finde ich total toll, wenn es natürlich so mit Long Story ausläuft. Bis zur Zentimeter 18 geht das. Dann haben wir hier diesen wunderschönen Rock und natürlich das Highlight, der Mantel. Hier wurde das Panel komplett vernäht und nicht auseinandergeschnitten, sondern es wurde komplett als All-Over-Stoff sozusagen genutzt, sodass man vorne rot und Senf hat und hinten auf der Rückseite diese schöne graue Altrosa. Also das kann man auch in Köln bewundern, dieses wunderschöne Modell. Also da freuen wir uns sehr drauf und ich bin wirklich gespannt, was Sie da alles draus nähen. Ja, war Frau Söcktrop sehr kreativ. Ja. Und sehr fix. Ja, absolut. Und sehr fix, genau. Spontan genau, umgesetzt. So, dann geht es weiter mit einer Viskose-Webware. Und zwar Artikel Julia. Hatten wir auch im letzten Jahr schon, also die Qualität, Artikel Julia in 2 Farbstellungen. Jetzt sind es nochmal einige mehr geworden, weil die Qualität gut ankam. Und genau, sind florale Designs und hier einmal auf dunkelblau. Dann hier einmal auf Natur. Hier einmal die kleineren Blumen auf dunkelblau. Hier einmal die größeren Blumen auf schwarzem Untergrund. Hier nochmal was Helles auf Weiß. Dann hier nochmal die größeren Blumen auf Natur. Hier ist auch nochmal ein größeres Design, aber das zeigt Pauline gleich auch nochmal anhand eines Modells. Ist auf weißem Untergrund. Und der letzte aus der Serie, schwarzer Untergrund, ebenfalls mit großen Blumen. Und Pauline zeigt jetzt nochmal Modelle dazu und der Artikel wird im Mai ausgeliefert.
Ja, hier sehen wir einmal das große Design. Ich finde es gar nicht so extrem groß. Man kann da wunderbar wieder mitspielen und perfekt für den Sommer, auch wenn man sich ein bisschen weiter schneidet. Finde ich es total schön für den Strand, wenn man am Strand ist und sich eben was schnell überziehen möchte. Ist das eine richtig schöne, leichte Viskose. Hier ein Blusenshirt und hier natürlich auch die klassische Bluse mit der Knopfleiste. Jetzt kommen wir zu Artikel Lena. Der Baumwoll-Jersey wird im Mai ausgeliefert. Und hier haben wir wieder florale Designs auf dunkelblau, hier auf weiß mit altrosafarbenen und blauen Blüten. Auf schwarz haben wir ein Rosendesign in Pink. Auf einem Weißuntergrund die bunten Blumen. Und einmal auf weiß die beerefarbenen und fliederfarbenen Blumen. Ja, hier haben wir einmal aus dem letzten Design, was Pauline gerade gezeigt hat, einmal das Oberteil, aber wie gesagt auch für Kleider, Innenfutter, Walk-Overalls oder für den Merino Fleece dann später. Ja. Also da kommen wir auch noch zu. Ja, auch wieder sehr vielseitig einsetzbar und fügt sich dann einfach vielen Dingen auch an. Ja, kann man wieder auch wunderbar unsere Basics zu ja, kombinieren. Genau. Beere passen viele Farben dazu. Ja. So, weiter kommen wir zum ersten Designerartikel und zwar von Bienvenido Colorido, Artikel Molina. Das Ganze ist eine viskose Webware, ist eine Bordüre, zeigen wir gleich auch anhand toller Modelle. Und genau, gibt es dann einmal in dieser Farbstellung, das ist jetzt in einem Rosa mit Schwarz. Dann das gleiche Design in dunkelblau mit Natur. Auch hier sieht man dann nochmal die Modelle, aber die könnt ihr euch dann auch in Köln dann in Live bewundern. Und die dritte Farbstellung ist schwarz mit Petrol. Die ist jetzt einmal hoch, da sieht man auch, wie gesagt, wie es dann weitergeht. Und hier ist dann die Rückseite. Genau, ich drehe es jetzt einmal. Da kann man es dann auch ganz gut erkennen. So, dann nochmal eine viskose Webware, Artikel Trigo. Gibt es in 3 Farbstellungen. Einmal schwarz mit Natur, dann einmal Anthrazit mit einem dunkleren Salbei und Aubergine mit Schwarz. Und der Artikel Ruby, das ist ein Modal French Terry, auch in 3 Farbstellungen. Und zwar einmal hier in Aubergine-grundig mit dem Blush. Dann einmal ein Grau mit Schwarz und schwarzer Untergrund mit Bordeaux. Und wir zeigen jetzt nochmal die Modelle dazu. Ja, hier habe ich noch einmal die Laschen, damit man es mal ein bisschen besser sehen kann anhand des Modells. So verläuft es. Hier einmal die Marine-Variante und einmal die Petrol-schwarze Variante. Und ich finde es total schön, dass man damit richtig gut spielen kann, sich die kleinen Streifen als Kragen einsetzen oder auch hier Rüschen. Und hier haben wir einmal ein Modell, wo oben das schwarze Basic-Teil dran gesetzt wurde und das als Rockteil finde ich auch total schön. Hier mit einem schönen Schlitz. Und hier haben wir Trigo als Jumpsuit. Finde ich auch total schön, wenn man das und den zusammen kombiniert. Kann man auch schön machen, wenn man das oben ein bisschen abgemildert haben will und hier unten sich einfach die Streifenhose ansetzt. Und hier haben wir den Modal French Terry. Passt, es ist farblich auch einfach wieder gut aufeinander abgestimmt, ne? Ja. Und jetzt machen wir weiter mit Thorsten Berger. Wir starten mit dem Artikel Seagull Ole French Terry. Die Panelhöhe ist hier 85 cm und er wird im Mai ausgeliefert. Hier haben wir wieder wunderschöne Panels und hier ist einmal das erste Task Force Beach und
Das befindet sich einmal auf der Rückseite, die Banditenmöwe. Der Untergrund ist hier ein helles Petrol. Dazu gibt es natürlich wieder einen Kombistoff. Dann haben wir einmal dieses Panel in einem schönen Blauton. Und darauf sieht man wieder die Möwen, aber ein anderes Design. Shitstorm Danger Zone. Und auf der Rückseite hat man dann die 3 Möwen, die dann so seitlich am Panel sind. Auch dazu haben wir wieder den passenden Kombistoff. Und aus der Serie haben wir ein Baumwoll-Jersey, Ocean Waves, und wie der Name es schon verrät, sind es Wellen, hier einmal in Marine und Petrolschwarz. Die viskose webbare Pop Art Waves. Und das ist eine Meeresoberfläche in Türkisweiß, Anthrazit-Türkis und Grün. Die komplette Serie wird im Mai ausgeliefert und Canvas darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist der Artikel Seagull Ole Canvas. Und hieraus kann man wunderbare Taschen machen. Die Panelhöhe ist 85 cm und auch hier sind wieder tolle Motive. Einmal die Möwe mit dem Schriftzug Shut Up und einmal ohne Schriftzug die beiden Möwen. Aber wir zeigen es gleich noch einmal vorne in die Kamera. Und ein All-Over, der Artikel Shells. Und wie der Name es auch schon verrät, sind hier wunderschöne Muscheln und die Farben stimmen alle überein. Also kann man theoretisch auch das Taschenpanel nehmen und mit dem Artikel Shells kombinieren. Man kann hier auch wunderbar Kissen draus machen. Ja, und wir haben noch ganz tolle Modelle. Genau, wir haben da wieder was vorbereitet. Pauline hat es gerade schon gesagt, ob jetzt die viskose Webware als Kleid. Ja, Thorsten war wieder sehr kreativ mit, mit den Paneelen. Genau, das ist jetzt einmal der Canvas, den Pauline in der Hand hat. Hier ist dann zum Beispiel eine sehr coole Tasche genäht. Hier oben dann auch noch mit dem Artikel Shells, also mit dem All-Over kombiniert. Und aus dem habe ich dann hier auch einmal eine schöne Tasche. Die ist dann hier kombiniert mit dem Rom, der im Basic-Sortiment ist. Passt perfekt in diesem Petrolton. Genau, und dann haben wir hier die ganzen Paneele. Und genau, ob man es dann so macht und auf der Rückseite dann geht es dann so weiter. Aber man könnte natürlich auch 2 Teile daraus machen, dass man nur das Motiv nimmt und dann den Kombistoff dazu nimmt. Genau, Pauline zeigt es jetzt nochmal. Es passen halt auch perfekt den Kombistoff, den gibt es halt immer dazu und da kann man natürlich auch immer kombinieren, wie man möchte. Ja, auch dass die wieder seitlich gesetzt sind, finde ich auch mal total. Ja, genau, das kam auch bei dem Eichhörnchen und so weiter, ja. kam es halt gut an. Und deswegen, genau, wurde dann da oder war Thorsten da wieder sehr kreativ und hat es dann wieder so umgesetzt. Und genau. So, dann geht es weiter mit Designs von Mrs. Mint. Genau, ist einmal eine Maritime oder eine Piratenserie, ist ein Baumwoll-Jersey, ist bis zum 16.03. dann bestellbar und wird dann im Mai ausgeliefert. Und zwar hier einmal, es ist kein richtiges Dunkelblau, aber auch kein Royalblau, es ist so ein Zwischenton und genau, so ein bisschen ins Petrol. Genau, und einmal hier mit den Piraten. Dann hier einmal mit der Schatzkiste, den Palmen und dem Papagei. Dann hier einmal mit dem Piratenschiff.
Dann hier einmal mit dem Hai. Dann mit dem Palm, den Affen und der Schatzkiste. Und hier einmal die Totenköpfe. Und dann gibt es das Ganze auch nochmal auf einem schönen Hellblau, wieder mit dem Piraten. Dann hier einmal mit dem Hai und der Flaschenpost. Das Piratenschiff. Die Papageien. Und einmal die Affen und die Palmen. Und auch da haben wir schöne Modelle dazu. Ja, hier haben wir 4 schöne Modelle und hier kann man auch sehen, wie wunderbar man unsere Basic-Artikel dazu kombinieren kann, ob Petrol, Weiß, Braun, Braun meliert oder hier auch Kiwi. Man kann wunderbar mit seinen vorhandenen Basic-Artikeln da spielen. Finde ich total toll. Ja, Eine schöne absolut. Kinderserie. Ja, ja. Mal was anderes, mal wieder bunter. Passt zum Sommer. Ja. Jetzt kommen wir zum ersten Artikel von Anke von Cherry Picking. Und zwar heißen die Artikel Lovely Fefs und wie der Name es schon verrät, sind das die absoluten Favoriten. Hier haben wir wieder den Mr. Fuchs. Wir haben ihn lange nicht mehr gesehen, aber da ist er wieder. Einmal auf hellblau und royalblau und passend dazu auf Anthrazit haben wir auch Sterne in den passenden Farben. So kann man wunderbar kombinieren und spielen. Er wird im Mai ausgeliefert. Hier haben wir auf Anthrazit die Gespenster und auch ein Regenbogengespenst ist immer dabei. Also kann man da auch wieder jede Farbe zu kombinieren. Und Mr. Fuchs darf aufgestreift auch nicht fehlen. Dann einmal der Dachs mit dem süßen Loveboat, der Tiger. Hier haben wir die Regenschirme, wo Mr. Fuchs sich hinter versteckt. Und hier haben wir auch einen kleinen Igel. Und die Marienkäfer auf einem Rauchblau. So, dann kommen wir zu einer Premiere. Und zwar ist es die erste Stoffkollektion von Lillesol und Pelle. Genau, wie ich finde, eine ganz tolle, stimmige Kollektion. Zeigen wir auch gleich ganz tolle Modelle dazu. Und zwar, das erste ist eine viskose Webware. Da gibt es in 3 Farbstellungen, jeweils auf weißem Untergrund und einmal in einem richtig schön leuchtenden Pink. Dann ein schönes Grün und ein kräftiges Blau. Der Artikel wird im Juni ausgeliefert und ist dann bis zum 16.03. vorbestellbar. Dann haben wir einmal den Artikel Puntos, ist auch eine viskose Webware mit so ganz vielen Punkten, die aneinandergereiht sind. Sieht so ein bisschen wie eine Linie aus. Und zwar einmal altrosa, dann einmal auf weiß und auch auf einem schönen kräftigen Blau. Dann nochmal eine viskose Webware, die gibt es jetzt in 4 Farbstellungen. Und zwar einmal Pink, dann hier einmal auf Blush, dann wieder das kräftige Grün und Royalblau. Und das sind halt immer die Farben, die es gerade schon gegeben hat. Also ihr seht es dann auch gleich, dass es wirklich ganz toll zueinander passt. Und einmal ein Baumwollcanvas, gibt es auch in 3 Farbstellungen. Einmal in diesem kräftigen Grün mit einem Blushton, dann Royalblau mit Aqua und hier einmal Pink mit Rot. Und dann gibt es noch 3 Paneele, die zeigen wir aber gleich dann nochmal in groß. Und zwar ist das ein Modal French Terry. Genau, hier einmal mit den pinken Streifen, aber wie gesagt, das zeigen wir dann gleich nochmal in groß. Das Ganze dann auch natürlich in dem Royalblau. Und einmal in dem Grün. Und jetzt kommen wir zu den wirklich, wie ich finde, tollen Modellen. Ja, jetzt schreit es richtig nach Sommer. Hier haben wir einmal die Paneele, hier in Blau. Und ich finde, dass da oben kann
kein Streifen ist, bricht das Ganze so ein bisschen auf, dass die Streifen erst hier unten anfangen. Das können wir gleich einmal zeigen am Panel, wie es aussieht. Genau, ich bin schon da. Genau, wie Pauline gerade schon gesagt Ja, hat, das oben, bricht das Ganze so ein bisschen auf. genau, Ne? unten geht es dann weiter Ja. mit dem Streifen. Da hört es dann auch mit auf und Panelhöhe sind 85 Zentimeter. Wie gesagt, Modal-French super weich, super soft. Und das war jetzt das Grün. Dann gibt es auch das Blau, wo wir dann auch das tolle Modell haben. Vielleicht nochmal die Rückseite, aber da geht es wirklich dann auch so weiter. Und dann einmal Das Pinke, in dem Pink, genau. was natürlich perfekt zu dem Canvas passt, wie man hier sehen kann. Hier wurde eine Ja. Jacke draus gemacht aus dem Canvas und hier darunter als Oberteil einmal das pinke Panel. Ich finde hier, also man kann auch wunderbar die Farben untereinander und Designs kombinieren. Wenn man jetzt zum Beispiel im Sommer gerne einen Pullover drüber ziehen möchte, kann man sich in derselben Farbe einmal einen schönen Pullover nähen, den da drüber ziehen und wenn es dann wieder zu warm wird, kann man es ausziehen. Dann ist man trotzdem immer stylisch gekleidet. Also das ist wirklich alles aufeinander abgestimmt. Also wie man hier sehen kann, das ist Ja, ein absolut. grüner Also jetzt hier Pullover auch noch mit dem, drüber oder genau, eine es Jacke. passt perfekt. Ja, Ja. total schön, dass das auch alles so weiß und in diesen 4 Tönen gehalten ist. Wir können es ja auch einmal zeigen. Das ist unsere komplette viskose Webware von der Kölnmesse. Da hinten kann man sie auch noch mal im Hintergrund sehen, aber hier sind so die sommerlichen Farben. Und hier kann man auch sehen, wie toll die Kollektion von Julia aufgebaut ist in der viskose Webware. Also man kann wunderbar mit den Farben spielen. Hier in den Streifen. Die Streifen sind eigentlich ja keine Streifen, sondern aneinandergereihte Punkte. Das sieht man erst, wenn man ganz genau hinschaut. Und das finde ich auch immer so interessant. Von Weitem denkt man, es sind schmale Streifen, aber in Wahrheit sind es wirklich ganz, ganz feine Punkte, die aneinandergereiht sind. Also man muss hier wirklich auf die Details achten. Es wirkt halt sehr elegant. Ja, Ja. eine sehr schöne, elegante Kollektion. Und ich finde auch für Jung und Alt ist alles dabei. Und ich finde es so schön, wenn man hier davor Ja, steht. magst du gerne, ne? Mag man gar nicht mehr weggehen. Auch das können Sie in Köln vor Ort einmal so bewundern, weil das werden wir so einpacken und mitnehmen. Oder zweimal oder Oder dreimal, kann man zweimal. es ja auch bewundern, genau. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Artikel von Anke von Cherry Picking. Es darf keine Kölnmesse mehr geben ohne Happy Leo. Und wir hatten ja schon viskose Webware, wir hatten Modal French Terry, aber jetzt haben wir auch Canvas. Und zwar haben wir 4 schöne frische Farben auf Canvas. Kommt im Juni. Hier Royal Blau mit Rosa, Grün mit Pinkrosa, Rot und Rosa und der Klassiker Braun. 2 verschiedene Brauntöne. Und das ist wunderbar für das Taschenthema. Da kann man natürlich wunderbar unseren Rex benutzen, unseren Kelvin als Kombistoff. Da sind alle Farben dabei. So, dann kommen wir zu Artikel Wildflowers. Wildflowers ist eine viskose Webware. Genau, von Emjo Design gibt es in 4 Farbstellungen. Und zwar einmal auf Grün, dann einmal auf Royal Blau, also richtig schön leuchtende Farben auch. Dann hier einmal auf Aubergine, auch mit Pink, Türkis, Beige und so weiter. Und dann einmal auf schwarzem Untergrund und da sieht man auch, wie schön leuchtend die Farben sind mit dem Lila, mit dem Pink. Genau, und kann man toll für Kleider, für Blusen, für Tücher. Und genau, da zeigt Pauline jetzt gleich auch ein ganz tolles oder einen ganz tollen Stufenrock. Ja, hier haben wir einmal beide Farben miteinander kombiniert, finde ich auch total toll, weil man es schön machen kann, weil alle Farben in dem Design ganz schlicht drin vorkommen. Und hierzu Was ist das? da kommen wir später noch zu. Das ist unser Merino-Strick und den kann man natürlich super schön für sommerliche Sachen benutzen, aber auch für winterliche. Total, es ist, Für er ist jede halt Jahreszeit. atmungsaktiv, wärmeregulierend. Ja.
Es ist Kommen eine wir gleich noch ganz, zu. ja gut, ja. Es ist einfach eine ganz tolle Qualität. Dauert Also, nicht mehr lange. ja, ist ja gut. Wir machen erst mit Ach, mit Merino Merino. Walk gekochte Wolle. Haben wir wieder in 21 Farben. Kommt im Juli und August. Und hier können wir wieder wunderbar mit unseren Basic-Stoffen kombinieren, denn sie sind aufeinander abgestimmt. Da haben wir auch wieder ein Modell dabei. Merino Walk ist so toll, er kratzt nicht und man kann ihn natürlich offenkantig verarbeiten. Da franzt nichts aus, nichts, also ist es auch was für Nähanfänger. Viele wagen sich immer nicht dran, aber ausprobieren, also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Material. Genau, hier haben wir einmal den Mantel in dem Salbeiton. Pauline hat schon gesagt, man kann ihn offenkantig verarbeiten. Er ist ja für Mäntel, er ist für Westen. Man kann ihn halt sehr vielseitig. Die IT macht im Hintergrund Faxen. Man kann für Kinder Overalls, also er ist einfach wahnsinnig vielseitig. Wir haben ihn ja jetzt schon das 3. Jahr, würde ich sagen. Wir haben ja dann die Farben nochmal aufgestockt und Neue ja, ist Farben eigentlich dazu, nicht im richtig. Winter nicht wegzudenken. Es ist Nee, halt es ist ein Basic, ein kompletter ein saisoneller Basic-Artikel. Basic, genau. Ja. Basic-Artikel für uns geworden, Ja, wie ja, Bono. wie Bono, genau. Die dann einfach immer auf Nachfrage Kommt dann noch. einfach nochmal zu Basics Vanya und so weiter, das dann einfach. Ja. Da gibt es dann immer mal Modefarben, aber so der Grund ist dann Ja, nicht ich finde wegzudenken. Merino für die Stirnbänder Ja. total toll, weil er ist nicht Ja. so dick wie Naomi. Man Genau. kann damit wunderbar noch mit einem Jersey oder irgendwas anderes verarbeiten und diese Twisted mit dem Knoten, diese Stirnbänder, das ist natürlich total toll, weil er überhaupt nicht kratzt und wenn man es hier dann trägt, das ist Absolut. wunderbar. Kann man den gut nehmen, man kann aber auch den Merino Strick sehr gut für. Oder den Merino Vlies. Oder den Merino Vlies. Aber jetzt darf ich jetzt den Merino Strick Jetzt bitte darfst du. vorstellen. Genau, da kommen wir zum Merino Strick. Wie ich finde, eine ganz tolle Ware. Gibt es hier einmal in diesen, nennen Sie jetzt mal Basic-Farben und gleich kommen auch noch Modefarben. Er ist atmungsaktiv, wärmeregulierend. Genau, kann man ich sehe ihn auch für Funktionssachen, ob man jetzt wandern geht und wenn es dann mal kälter ist, dann wärmt er halt. Aber wenn man jetzt doch irgendwie mal strammeren Schrittes den Berg hinauf will, dann und man schwitzt, er ist genau atmungsaktiv, also ist eine ganz tolle Ware, super soft, super weich und ja, ihr seht gleich die Modelle und genau. Also gibt es in diesem hellen Natur, in beige meliert, Taupe meliert, ein schönes Silbergrau, Anthrazit meliert und schwarz. Und dann hier einmal die Modefarben, die ich gerade angesprochen habe. Jetzt hat das. Genau, einmal in diesem Blush. Dann einen schönen Burgunditon. Ein schönes Petrol, was so ein bisschen ins Grün geht. Dunkelblau und ein Beereton. Und dieser Artikel, der ist bis zum 16. März bestellbar. Das ist der Sonntag nach der Kölnmesse. Und genau, jetzt kommen wir zu den Modellen. Ja, noch nicht ganz. Kommen wir nicht. Okay, da ist noch was im Weg. Hier haben wir einmal alle Farben außer Schwarz und Anthrazit. Da hatten wir leider nichts mehr übrig von, aber das finde ich passt hier auch ganz gut. Mehr hat noch gar nicht auf die Stange gepasst. Und Nee. so kann man das wunderbar einmal anfassen, reingreifen. Das werden wir auch in Köln ausstellen, weil das muss man einfach angefasst haben, damit man es wirklich glaubt, wie schön weich der ist und dass er wirklich nicht kratzt. Also Sie können damit das alles ausprobieren, mal auf der Haut wirklich reiben, da passiert nichts mit. Das ist so ein toller Artikel. Ja, total. Man merkt so ein bisschen schon auf der Lasche, aber jetzt hier einfach nochmal Ja. auf dieser größeren Fläche, da merkt man einfach wirklich, wie soft der ist und also er ist Ja. wirklich überhaupt nicht kratzig. Und vor allen Dingen genau. kann man dann auch überall damit rumschieben und gucken, womit kann ich das alles Kombinieren, ja. Weil Alle- auch da ist ja farblich ist ja alles aufeinander abgestimmt Genau. und man kann Wie gucken. man jetzt auch sehen kann. Genau. Wir haben da mal was vorbereitet. Wahnsinnsüberleitung. Hier haben wir einmal den Artikel, den entdecken Sie in unserer Herbst-Winter-Kollektion. Und das ist der Merino-Strick als Kleid. Finde ich auch super schön, dass da mal ein wirklich tolles Kleid draus genäht wurde, weil er fällt einfach wunderbar.
Er liegt überhaupt nicht irgendwie an, sondern er fällt schön gerade runter, ist schön weich und angenehm. Und wenn man dann die passende Weste in derselben Farbe sich dazu nähen kann oder die passende Jacke, finde ich es total toll. Oder aber auch die passende Tasche, weil der Artikel ist nämlich auch super für Taschen. Wir werden ganz, ganz viele Taschen in Köln ausstellen. Und dann haben wir hier das Business Outfit aus Merino-Strick als Cardigan. Und hier kann man auch sehen, was für einen schönen Stand er hat, wenn man auch 3 Lagen zusammennäht. Das ist super schön. Hier entstehen gar keine Knubbel. Das ist Ja, richtig absolut. schön weich. Ja. Das ist auch ein Artikel aus unserer Herbst-Winter-Kollektion. Und die Tasche auch. Also man kann sehen, wie toll alles farblich aufeinander abgestimmt ist. Und hier haben wir den klassischen Rollkragenpullover, wofür Merino-Strick richtig gut geeignet ist. Für diesen klassischen Pullover, Rollkragen, für Unterwäsche, für Thermounterwäsche. Man kann damit so viel machen, sich auch einfach im Sportbereich das ins Gesicht ziehen. Das hatten Ja, wir diese auch schon Muffs mal und so gesagt. weiter, Genau. absolut. Ja. Gibt es ja bestimmte Marken von, das kann man sich jetzt einfach selber nähen. Oder die Stirnbänder, finde ich auch mal total toll. Es geht weiter mit Merino. Die Kölnmesse steht ganz im Zeichen von Merino. Und wir haben eine neue Qualität, der Merino Vlies. Ein richtig schöner, weicher Vlies aus Merino-Wolle haben wir auch in diesen 4 Basic-Farben. Naturmeliert, beige und einen schönen Tobton und ein Silbergrau. Diese 4 Farben dürfen natürlich nicht fehlen, aber wir haben auch diese 5 Modefarben in dem Merino Vlies. So kann man wieder wunderbar alles zusammen kombinieren. Der Merino Strick, Merino Vlies, ganz viele Designs und Artikel aus unserer Kollektion und aus unserer H&H-Kollektion. Hier haben wir dieses wunderschöne Blush. Einmal Burgundi, Petrol, Marine und Aubergine. Ja, und hier haben wir auch ein paar ganz tolle Modelle, wie ich finde. Und man kann es hier auch wieder gut erkennen. Also der Merino Vlies mit einem passenden Streifen dazu. Auch den entdeckt ihr dann in Köln. Ist die Herbst-Winter-Kollektion, Artikel Isa. Genau, ob es dann Westen sind, Jacken sind, Mäntel sind. Also sehr vielseitig. Pauli, ich bin gerade abgelenkt. Genau, oder auch hier im Kinderbereich und dann hier innen drin mit einem Flanell-Karo abgesetzt ist der Artikel Maverick, zu dem kommen wir auch noch. Also es ist wirklich farblich alles, wie ich finde, wunderbar aufeinander abgestimmt und auch einfach ein ganz toller Artikel. Wir haben ja den Artikel Nena, den normalen Wollvlies schon, aber der Merino ist einfach noch mal ein bisschen weicher und ja, weicher. eine tolle Ergänzung Und man im kann ihn Sortiment jetzt halt jetzt. wunderbar kombinieren zu diesen ganzen Designs und Qualitäten, die Ja. wir in den Kollektionen haben. Das finde ich immer so schön. Es ist alles so aufeinander abgestimmt, dass man wirklich damit spielen kann. Ja. Also ob ich jetzt eine Jacke machen möchte, ein Kleid, ein Schal, ein Stirnband oder irgendwas Sommerliches und mir einfach eine Fleecejacke dazu für abends nähen möchte, passt das alles. Absolut, genau. Und hier sieht man auch noch mal die ganzen Farben. Auch das kommt mit nach Köln. Ja. Viele fragen dann ja auch immer, ob es Molessing-free ist. Das ist Ja. der Artikel. Ob es dieser Artikel ist, ob es der Merino Strick ist, ob es der Naomi. Merino, ob es Naomi Melange. Ja. Genau, da achten wir natürlich auch immer drauf. Und das sind diese Artikel. Ja. Genau. Und da kann man auch wieder in Köln einfach mal reingreifen, anfassen. Also das ist so schön, da will man dann gar nicht Nee, genau. mehr weggehen. Das ist so ein schöner, weicher Artikel. Ich bin auch gespannt, wenn wir die ganzen Näherbeispiele sehen, wenn er ausgeliefert wird. Ja, total. Genau. Ja, was Wie da immer kreativ alles dann, auch entsteht. was dann da, ja. Ja, wir sehen es ja jetzt schon mit Westen und vor allen Dingen auch so kombiniert mit dem Merino-Strick und dem Merino-Vlies, den Merino-Strick dann als Innenfutter benutzt, finde ich auch total schön. Ja. So, dann kommen wir zu Artikel Isla. Isla ist ein Alpenvlies, hatten wir auch in den vergangenen Jahren immer wieder. Genau, hat dann, alle Designs haben diese graue Fellinnenseite. Und der Artikel ist bis zum 30. März bestellbar, wird dann Ende September, Anfang Mitte Oktober ausgeliefert. Genau, und einmal hier auf grauem Untergrund mit den Bäumen und dem Rehkitz.
Dann hier einmal auf diesem Salbeiton mit dem Rehkitz und den Pilzen. Dann einmal grau-weiß gestreift im Hintergrund mit dem Bären. Der Pinguin auf Natur. Dann einmal die Lebkuchen auf grün. Und hier einmal die Schriftzüge auf Anthrazit mit Like, Good Vibes. Und dann wird es nochmal floral. Gibt es 4 verschiedene Designs. Ebenfalls immer die graue Innenseite. Genau, und dann hier einmal die größeren Blumen mit Blau und Lila. Dann hier auf grau meliertem Untergrund mit den Aquatönen in Blau und in dem Orange. Dann hier einmal Altrosa mit einem helleren Altrosa und Anthrazit mit pinken Blumen. Jetzt kommen wir zu Hudson. Ein Baumwollflanell hatten wir auch schon des Öfteren. Das ist immer eine sehr, sehr beliebte Qualität bei uns und deswegen nehmen wir sie immer wieder mit auf. Kommt im September und hier haben wir wieder wunderschöne Farben. Ein schönes Dunkelrot, diese leichte Denim-Optik im Hintergrund. Dann ein Jeansblau, ein Petrol, ein Khaki-Ton, ein hellerer Khaki-Ton und hier kann man auch wunderbar die Struktur erkennen. Dann ein Taubton und ein schönes Grau-Blau. Ja, hier haben wir auch wieder viele verschiedene Modelle. Man sieht auch da, was man aus dem Artikel machen kann, aus der Qualität. Ob es jetzt Röcke sind, ob es Kleider sind, ob es Hemden sind, im Damenbereich Hemden, im Herrenbereich, ob es Hausanzüge sind. Genau, hatten wir auch schon in der letzten Saison, ist ja das der Uni oder der melierte Artikel zu dem Maverick und da habt ihr immer wieder nachgefragt und deswegen gibt es da neue Farben. Ja. Gute Überleitung. Kommen wir zu Artikel Maverick. Maverick genau, ist einmal in der Herbst-Winter-Kollektion und gibt es aber auch in der Köln-Kollektion nochmal in anderen Karos. Der Artikel wird im September ausgeliefert und hier habe ich diese beiden Karos gibt es in 2 Farben. Einmal auf diesem Rot meliert mit Blau und einmal schwarz mit Dunkelblau. Dann haben wir hier einmal, dieses Karo gibt es in 3 Farbstellungen. Hier einmal in Rot mit Beige. Diesen habt ihr ja gerade schon mal gesehen, als wir den Merino Fleece vorgestellt haben als Innenfutter. Genau, das ist jetzt einmal Blau mit Beige und Schwarz mit Beige. So, hier einmal ein etwas kleineres Karo und zwar ein helleres Dunkelblau mit Beige und hier einmal ein richtig schönes Dunkelblau mit Beige. Und die letzten beiden Karos einmal mit diesem Petrol und diesem Schilfton und Dunkelblau mit Hellblau. Und auch da haben wir natürlich nochmal Modelle dazu. Ja, hier haben wir eine Bluse. Hier wieder schön mit der Kellerfalte. Hier kann man noch sehen, dass man wunderbar fein damit arbeiten kann, dass er nicht zu dick ist. Und was ich total toll finde, wenn man ihn als Futter benutzt. Und zwar hier Merino Fleece. Und hier wurde das als Futter eingesetzt. Und es blitzt auch immer hier ein bisschen raus aus den Taschen. Das finde ich auch eine richtig tolle, schöne Winterkombi. Ja, diese kleinen Akzente dann auch, wenn es Ja. dann irgendwo so hervorblitzt, ne? Oder Total jetzt irgendwo schön. wenn man den Uni nimmt und dann die Tasche Ja. aus einem Karo oder umgekehrt. Genau. Und apropos Karo, Ach, da haben wir noch was. der Artikel Yukon kommt im September und ist ein bisschen schwerer als Maverick. Also ein bisschen ja, mehr Stand hat er. So für das ganz, ganz klassische Herrenhemd ist das sehr, sehr gut geeignet, leicht angeraut. Und hier haben wir das klassische Karo-Design in Rot und Blau. Hier einmal eher so Ton in Ton gehalten, die Blautöne. Und Schwarz und Beige. Und hier haben wir
das Karo aus einer Linie, aber die Linien haben alle unterschiedliche Farben und finde ich, das macht das auch so ein bisschen besonders. Und hier kann man es auch noch mal genauer sehen. Hier haben wir grün, rot, hellblau und so setzen sich die Karos dann zusammen. Ja, hier haben wir 2 Modelle aus den letzten Karos, die Pauline gerade gezeigt hat. Genau, hier jetzt einmal die Hemden, aber auch die sind natürlich für Hausanzüge und so weiter. Die sind etwas schwerer als der Maverick und genau. So, dann kommen wir zu Artikel Maria. Maria ist eine viskose Webware auf einem dunkelblau mit den roten Geweihen. Und genau, wie Viskose dann, ob für Tücher, für Kleider, Blusen und so weiter. Ein schönes Winter-Weihnachtsoutfit. Genau. Ja, für die Schluppenblusen Ja. finde ich total toll. Und vor allen Dingen ist es mal was anderes zur Weihnachtszeit als Sweat. Absolut. Ich finde es total schön, wenn man auch im Winter eine Viskose trägt und einfach eine schöne Strickjacke. Apropos Strickjacke. Die Überleitungen heute sind Wahnsinn. sensationell. Artikel Bono. Bono ist auch unser saisonaler Basic. Wir haben jetzt wieder viele Farben und die stelle ich Ihnen jetzt einmal vor. Unser Baumwollstrick, leicht angeraut von der Seite. Und hier haben wir ein Silbergrau, Mittelgrau, Anthrazit, Schwarz, Dunkelblau, Jeansblau, Petrol. Hier kommen wir in die rötliche Variante. Einen richtig schönen Beereton. Einmal Aubergine, dunkelrot, ein Burgundi und ein wunderschöner Kupferton. Bono ist letztendlich ähnlich wie, Jetzt. also ich will jetzt nicht von den Qualitäten sagen, wie Vanya oder Ja. Merino, aber irgendwie gehört der Doch. zu Köln dazu. Also Er gehört auch zu uns. Ja. du gehst halt immer noch mal eine Stufe weiter, ja, ist so. Ja, Ja, gut. Bono gehört vollkommen zu uns. Ja. Wie Vanya und es gehört nach Köln da. Ja. Ja. Aber jetzt sag noch eben, wer Bene mag, wird Bono lieben, ne? So, das ist 2 Ja. Euro fürs Phrasenschwein. Ich muss mich konzentrieren. Ja, okay, machen wir Natur weiter. haben wir auch. 2 schöne Schlammtöne, einmal hell, einmal dunkler, dann braun, khaki, grün und mint. Und ich finde den Artikel so toll für diese klassischen Herrenpullover, die Ja. man über ein Hemd ziehen kann oder einfach so, ohne dass man was drunter trägt, nur den Pullover. Wir machen weiter mit der Baumwollwebware Björn. Björn wird im September ausgeliefert. Hier haben wir 2 verschiedene Farben und ich starte einmal mit diesem schönen dunklen Petrol. Hier haben wir die Hirsche in einem leichten Vanilleton. Die Sterne passend dazu. Hier einmal die Bäume in 2 verschiedenen Varianten. Und hier einmal die dunkelrote Variante. Ich würde so dunkelrot Rost, so eine Mischung ist es, auch wieder in Vanille gehalten. Und hier kann man auch sehen, das ist eine wunderschöne glatte Baumwollwebware und sie hat so einen ganz, ganz leichten Schimmer, seidig. Und einmal die gleichen Designs in Rost. Noch mal was vorbereitet. Und zwar ein Kalender. Also den Artikel kann man natürlich toll für Adventskalender nehmen, also für Kleinigkeiten. Man kann es aber auch, wird ja mittlerweile immer mehr, dass man auch Geschenke einfach einpackt, dass es eben nicht aus Papier ist, sondern dass es aus Stoff, genau, nachhaltig, dass es immer wieder benutzt werden kann. Also machen wir tatsächlich zu Hause oben mit einem, ich hätte mit einem Gurt, aber mit einer Kordel und dass man einfach zuziehen kann. Ab und zu sind ja mal die Geschenke etwas kleiner oder größer und genau. Ja, hier haben wir mal so einzelne Säckchen. Und natürlich kann man auch wieder wunderbare Weihnachtsdeko mitmachen. Hier so kleine Tannenbäume. Finde ich total toll. Und es sind super schöne Farben.
die überall reinpassen. Und es sind mal andere Farben. Genau, und warme Farben, ne? Ja. Ja, tatsächlich, ja. Und ich finde, für so einen Adventskalender ist es total toll. Ja. So, dann geht es weiter mit Artikel Wiebke. Wiebke ist ein Canvas, also eine reine Baumwolle, aber mal eine etwas festere Ware, also ein Canvas mit Weihnachtsmotiven. Gibt es in 4 Designs und dann gleich in 2 Farbstellungen. Die erste Farbstellung ist einmal dieses schöne Rot und dann jeweils mit Weiß, also einmal mit den Eiskristallen, dann einmal die Weihnachtsbäume, Sterne und einmal die unregelmäßigen Punkte, die jetzt nicht unbedingt nur weihnachtlich sind, die man ja dann auch immer nehmen kann. Und einmal dieser schöne Tobton und dann auch immer mit Weiß, also einmal die Eiskristalle, Weihnachtsbäume, Sterne und die unregelmäßigen Punkte. Und auch da haben wir ein paar sehr kreative Ideen. Ja, hier haben wir einmal 2 Kissenhüllen. Hier einmal die Bäume, wo die Kissenhülle aus Vanya in Natur gemacht wurde. Der passt natürlich perfekt dazu. Das ist ja aus unserer Basic-Kollektion Vanya. Den haben wir immer da in Natur. Kann man das wunderbar kombinieren. Und hier, wenn man es umdreht, ist es einmal genau das Negativ. Und das gleiche haben wir hier auch einmal mit den Sternen. Finde ich eine super schöne Idee für die Winterzeit, da mit Vanya auch zu arbeiten. Ja, absolut. Ja, passt perfekt zueinander und ja, und das Beige ist ja Beige Genau, Natur, subtil, das ja. ist ja im Moment, Trend. das geht ja rauf und runter. Ja. Und dann haben wir hier einmal noch die Platzdeckchen, genau, aber auch für Tischläufer. Letztendlich kann man auch, der ist nicht zu fest, der Canvas, man kann auch da Adventskalender, die kleinen Ja, Säckchen jeden Fall. mitmachen. Genau. Dann Taschen. auch mit Basteln. Ja. Und jetzt kommen wir zu Heavy Leo. Der Artikel Honey, das ist die Grundware, das ist unser Heavy Sweat aus unserer Kollektion. Den haben wir jetzt das 2. Mal, den Artikel Honey. Und darauf haben wir jetzt Leo-Muster gedruckt. Für Sweatjacken, für Hoodies. Die Qualität kam nämlich so gut bei Ihnen an, dass wir gedacht haben, wir machen einfach mal einen Druck. Und was geht da nicht besser als Leo? Hier haben wir Ton und Ton Altrosa. Was geht da nicht besser als Leo? Ja, ist doch mega. Ja, absolut. Ich muss, ja, hast ja nicht immer recht, aber Leo ist tatsächlich auch die es nicht unbedingt mochten. Es Ja, man schwappt kommt nicht immer drum mehr. herum. Nee, absolut, So, tatsächlich. es Und ist- egal auf welcher Qualität. Und wer kein Leo mag, dafür haben wir ja Honey in der Kollektion, der Ja. ist Uni, da kann man Ja, sich einen schönen Plot absolut. drauf machen. Ja. Ja, einmal mit Blush und Braun. Ein Plot. Und dann? Ich hasse Leo. Plotfist. Ein Plotfest Ja. machen wir dann. Dunkelrot und Schwarz, Anthrazit und Schwarz, Petrol und Mint. Und das waren jetzt so die gedeckteren Töne. Aber wir haben natürlich auch was Farbiges. Und hier haben wir Pink mit Gras, Grün und einmal Lila mit Senf. Die Rückseite, kann man sehen, ist dann immer passend zum Hintergrund. Hier noch einmal schön gedeckt und hier einmal schön bunt. Ja, hier haben wir 2 Modelle, einmal die Jacke und einmal den Hoodie. Und genau, also der Heavy Sweat, der ist einfach, den hatten wir letztes Jahr schon in einfarbig und gibt halt doch einige, die eben nicht unbedingt eine Winterjacke direkt anziehen wollen, die einfach einen dickeren Sweat möchten. Und wenn es dann mal nach draußen geht, ob mit einem Hoodie oder einer Jacke oder so eine normale Strickjacke, dass man dann einfach nach draußen geht und eben nicht direkt die dicke Winterjacke. Deswegen einfach dieser Heavy Sweat, weil er einfach nochmal voluminöser ist, nochmal dicker ist. Und, Ja, genau. er kommt Also auch im Oktober. Ja, genau. Ja. Für die kühlen Herbstabende finde ich es auch immer schön, Ja. sich was Dickes dann anzuziehen, wenn man nicht Genau, diese dann reicht dicke aber ab und zu, Winterjacke genau, haben dann reicht möchte. auch nur der Hoodie dann oder so eine Jacke und nicht eben gleich die dicke Winterjacke. Ja. Ja, es ist ja auch ungemütlich, wenn man draußen sitzt und immer diese dicke Winterjacke anhat. So, dann kommen wir zu einer Serie von Bienvenido Colorido. Also es ist eine Serie mit 3 unterschiedlichen Qualitäten. Ich fange an mit der Viskose Webware. Sind immer so Herbstdesigns. Der Artikel wird im September ausgeliefert. Und zwar einmal hier auf bordeauxfarbenen Untergrund mit dem Altrosa. Dann hier einmal Petrol und einmal
ein Dunkelpetrol im Hintergrund mit einem Jeansblau. Dann haben wir hier einmal einen Modal French Terry, und zwar einmal auf Salbei und einmal auf Grau. Und hier haben wir einmal einen Canvas, einen Baumwoll-Canvas in 3 Farbstellungen, und zwar einmal hier auf Beige, dann einmal auf einem schönen Schilfton und einmal auf einem dunkleren Jeansblau. Und auch hier gibt es dann wieder tolle Modelle. Ja, hier haben wir ein Hoodie-Kleid mit einem Rollkragen. Hier aus der Viskose Webware einmal ein schönes Kleid. Finde ich auch total schön. Das könnte ich mir auch so mitnehmen. Wäre auch genau meins. Stimmt, und hier haben wir einmal den Canvas. Kann man perfekt mit Rex kombinieren, weil diese Vintage-Töne, finde ich, passen auch total zu Silber, Gold, Kupfer, so Metallic. Und das haben wir ja alles in dem Artikel Rex Metallic in unserer Basic-Kollektion. Und zu diesen Vintage-Tönen, finde ich, passt das total toll, wenn man da mit so Kupfer, Gold, Titan arbeitet. Wie hier unten der Boden. Schönes Gurtband. Ja, Leo. Leo. Vielleicht kommt ja noch was mit Leo heute. Meinst du? Man könnte meinen, du weißt, was noch kommt. So, wir starten jetzt mit dem Baumwoll-Jersey. Flowers and Wood. Das ist die beliebte Qualität, 90% Baumwolle, 10% Elastan. Und hier haben wir eine kleine Serie, die aufeinander abgestimmt ist. Auf Vanille sieht man hier die kleinen Bärchen, die Streublumen auf Blau. Auf Vanille haben wir hier wieder ein paar Blümchen und ganz kleine Blümchen auf einem Rauchblau. Und hier kann man auch sehen, wie toll die zueinander passen. Und Matthias hat jetzt auch ein Modell da, wo man wieder sehen kann, wie man unsere Herbst-Winter-Kollektion dazu kombinieren kann. Genau, absolut. Also hier haben wir einmal den Jersey, den Pauline gerade vorgestellt hat. Und die Valk-Weste ist aus einer Valk-Farbe, die jetzt in der Herbst-Winter-Kollektion, also eine Trendfarbe. Und das ist wirklich, passt perfekt. Die Weste wurde jetzt abgefüttert, ebenfalls mit dem Blümchen-Jersey. Und wie gesagt, das ist wirklich alles aufeinander abgestimmt und Total passt toll. perfekt. Ja. Ja. Dass das als Innenfutter in der Weste noch ist, finde ich total schön. Ja. So, dann kommen wir zu Artikel Lati. Und zwar ist es ein Baumwoll-Jersey. Der wird im Oktober ausgeliefert. Gibt es dann einmal mit dem Fuchs. So, jetzt hat das. Genau, einmal auf beigefarbenem Untergrund und einmal auf Grau. So, und hier sind nochmal 3 unterschiedliche Designs. Einmal auf beigefarbenem Untergrund mit den Pilzen und dem Bären. Dann hier einmal ein helleres Jeansblau mit den leichten Streifen im Hintergrund. Und einmal ein Grau mit den Mäusen, mit der Weihnachtsmütze. Also auch ein schönes Winter-Weihnachtsdesign. Und auch hier haben wir dann nochmal Modelle dazu. Ja, hier habe ich die 3 Modelle stehen. Ja, ganz klassisch, einmal als Kleid genäht, ja, als Skaterkleid oder auch einmal durchlaufend. Kann man super unseren Senfton aus den Basic-Farben nehmen. Ja, auch da kann man genau super kombinieren, viele Ja. Farben zum Kombinieren. Und auch, machst du ja gar nicht immer sagen, aber auch Overall. Ja, Innenfutter wird das einfach Innenfutter viel finde ich auch gesucht total und schön. da sind solche Designs einfach perfekt zu. Ja, vor allem, wenn man sich da so einen kleinen Bären rausschneidet und den nochmal als Patch irgendwo Ja. aufbringt, finde ich es auch mal Ja. total niedlich. Wir machen weiter mit Holly. Unser Sweat Holly, wieder mit vielen Weihnachtsmotiven, wird im Oktober ausgeliefert und wir starten hier mit den Schneemännern auf Weiß, die Plätzchen auf Weiß, hier haben wir
Die Weihnachtskugeln, die finde ich total schön, wenn man es eher schlichter mag, aber trotzdem so einen Weihnachtshoodie anhaben möchte. Hier haben wir einmal den Weihnachtsflamingo. Hier ein buntes Weihnachtsdesign auf Rot. Auf Mint haben wir den Weihnachtsdackel und hier einmal das Strickmuster. Und hierzu muss man sagen, wenn Sie bei der Farbnummer bei Holly die letzten 3 Zahlen, das sind auch immer die Farbnummern aus unseren Basic-Artikeln. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel das Bündchen Heike kombinieren möchten, machen Sie einfach Heike 636 und dann haben Sie den passenden Ton. Ob Jersey, French Terry, Sweat oder Bündchen. Hier wäre es jetzt 263, das ist Mint. Und so ist es alles aufeinander abgestimmt. Also Ja, hier haben wir 3 Modelle, genau. Und ja, wird ja immer gerne genommen, dieser leichte Sweat. Haben wir auch in den vergangenen Jahren immer wieder gehabt, den Artikel Holly und jetzt einfach mit neuen Designs und genau, für Hoodies, Kleider, also ja, freche viel. Hoodies. Ja, genau. Freche Hoodies. Freche Hoodies. So, weiter geht's mit einem Velour. Super soft, super weich. Ihr müsst ja eigentlich ja, in Köln anfassen. Also ist eine ganz weiche Ware. Hat eine Filzabseite. Genau, die ist, also den Artikel gibt es in 5 Farben. Die Abseite ist immer in so einem Beige-Ton. Und zwar einmal hier beige mit diesem Camel dann so ein bisschen. Dann gibt es einmal diesen Beereton. Dann dieser schöne Dunkelgrünton, Dunkelblau und ein Grau. Und den kann man perfekt für Taschen nehmen. Man kann auch Westen daraus machen, also auch sehr vielseitig. Und wie gesagt, kommt gerne in Köln vorbei und fasst ihn an. Ist wirklich super soft und weich. Ja, und mal was komplett anderes. Es sind mal Ja. andere Qualitäten, ja. Super Ja. schöne, neue, andere Qualitäten. Und da machen wir auch direkt weiter mit dem Artikel Mirko. Mirko ist ein glattes Vintage-Leder-Imitat mit Filzabseite. Also er ist total speziell, glänzt, ist total weich. Er sieht erst so sehr robust aus, aber ich zeige das einmal hier. Er ist wirklich total weich. Ich kann mir da auch super eine schöne Winterjacke draus vorstellen. Also weil er so schön ist. Und hier haben wir viele verschiedene Farben, immer mit der Filzabseite. Zeige ich einmal hier in Altrosa, einen schönen Cognacton, Rehbraun, Dunkelrot, Petrol, Marine und Anthrazit. Und hier sieht man auch, wie schön er glänzt. Er hat so wirklich so einen ganz leichten Vintage-Look, aber ist total weich. Ja, Vintage trifft es ja, auf den Kopf. Ja. Du kannst es jetzt nämlich direkt anhand des schönen Modells zeigen. Genau. Und zwar hier einmal diese ganz tolle Tasche, wurde auch gespielt mit den ganzen unterschiedlichen Farben, die es gibt. Diese Bauchtasche, genau hier hinten ist der Braunton. Genau, und dann hier einmal noch die kleinere Tasche. Aber ich glaube, du hast es gerade schon gesagt, auch also nicht nur für Taschen, sondern auch für Westen und so weiter. Total toll. Auch sehr vielseitig. Total schön. Und mal eine neue Ware wieder, eine neue Qualität. Ja. So, dann kommen wir zu der Geolux Collection von Kibadu. Das ist ihre zweite Stoffkollektion. Wie ich finde, Claudi, hast du großartig gemacht und sie hat ja ihre erste Kollektion im letzten Jahr rausgebracht. Da haben wir die Mengen vorher eingeteilt. Es war dann ein Newsletter, der ja immer wieder rauskommt mit Artikeln, die dann sofort verfügbar sind. Und das hat so einen großen Anklang gefunden und die waren tatsächlich sehr schnell weg. Und da haben auch einige Kunden gesagt, ach, schade, ich hatte gar nicht den Zugriff drauf, weil es einfach schnell vergriffen war und den Newsletter vielleicht einen Tag später gelesen. Und jetzt gibt es diese Kollektion zu Vororder, die ist bis zum 15.07. bestellbar, wird dann im Oktober ausgeliefert. Es sind ganz unterschiedliche Qualitäten, ob viskose Webware, French Terry oder dieser tolle Samt hier. Zeigen wir auch gleich die ganzen Modelle. Aber die ganze Kollektion wird dann im Oktober ausgeliefert.
Und genau. Also hier einmal ein Samt, genau, mit einem Leo-Muster. Dann haben wir viskose Webware. Gibt es in unterschiedlichen Designs. Dieses gibt es jetzt in 2 Farbstellungen. Und zwar einmal, die erste Farbstellung ist auf dunkelblau. Und dann hier einmal auf einem Burgunditon. Ja, da finde ich es auch total toll, dass da so eine knallige Farbe einmal Dazwischen drin ist. Ja, Ja, genau. einmal so was Gedecktes Der und ist, dann einmal der ist so. etwas ruhiger und der Ja, ist so, ja, schreiend. Und schreiend meine ich gar ja, nicht negativ. Er nee, ist dann einfach total toll. nochmal ein bisschen knalliger, ja. Genau, dann hier einmal die viskose Webware in 4 Farbstellungen. Und zwar einmal dunkelblau mit Burgundi, dann Aubergine mit einem Rotton, das dunkelgrün mit Rot und dann hier einmal Petrol mit einem zarten Flieder. Das habt ihr wahrscheinlich gerade schon mal gesehen, lief dann immer mal durchs Bild. Da hat Pauline ein ganz tolles Kleid an aus dieser Farbstellung und ebenfalls viskose Webware mit einem Leo-Muster. Einmal auf dunkelblau, einmal auf dem Grün und hier einmal auf Aubergine. Hier dann nochmal eine viskose Webware mit einem kleineren Leo-Muster. Dann hier ebenfalls eine viskose Webware. Das Leo-Muster von gerade in groß. Aber das seht ihr gleich auch anhand eines tollen Modells. Dann haben wir hier nochmal ein Leo-Muster, ein kleineres wieder, aber auf French Terry. Und wir haben jetzt einige French Terrys, die würde ich aber jetzt vorne zeigen, genau, weil es Paneele sind. Und genau. Zeigen wir mal. So, also, es kommt zwar gleich auch noch Paneele, aber dies hier ist kein Panel. Nee, der läuft komplett Der läuft einmal ja, durch. genau, sag's ruhig, der läuft einmal so durch. Die Streifen sind so grob 25, 26 Zentimeter Ja. und genau, kann man super mit spielen. Und genau, da haben wir einmal, also den gibt es jetzt in Blau. genau, in dem Blau. Dann habe ich hier einmal den Burgunditon. Und einmal hier dieses schöne Grün. Genau. Nehmen Sie die ab. Ja. Eigentlich müsste ich sie dir abnehmen, weil du hast. Kein Problem. Ich muss ja auch mal was tun. So, dann kommen wir Zu den Rauten. Zu den Rauten, genau. Das ist jetzt aber Panelware, immer 1 Meter. Ein ganz toller Abschluss unten, kann man super als Bündchen nehmen. Ja, genau. eine Probenäherin hat es auch als Rüscheneinsatz genäht. Die hat sich das einmal hier so als Rüsche eingenäht, weil die Farbe ist auch diese Rautenlinie. Also es kommt dann auch wieder, aber man sieht es nur ganz leicht, dass es dieselbe Farbe ist. Und Genau. wir haben vorhin einmal den French Terry gezeigt und natürlich kann man den super kombinieren, weil es ist dasselbe Design einmal noch als All-Over auf French Terry. Aber sieht man einfach, Claudia hat sich viele Gedanken gemacht und Ja. ob das hier dann zusammenpasst oder der Leo dann wieder zu finden ist. Schon echt. Und Auch diese Farbauswahl ist schön zusammengestellt. Das muss man ja auch sagen. Es sind nicht immer nur die Designs. Nee, genau. Designs leben natürlich auch, wie man die Farben zusammenstellt. Und das ist wirklich gut gelungen. Genau, dann hier einmal in Grün. Wie gesagt, Leo passt dann auch immer dazu. Hatte ich gerade schon gesagt, das ist French Terry und dann, wie gesagt, Panelware immer 1 Meter und einmal der Burgunditon. Und es soll ja Menschen geben, Die kein Leo die mögen. kein Leo mögen. Und es gibt Aber natürlich haben wir auch dafür was. natürlich, genau. Und dann gibt es einmal die Rauten eben ohne dem Leo-Muster. Genau, und dann hier auch wieder mit dem Abschluss. Die Farben finden sich dann hier auch wieder. Einmal in dunkelblau. Dann hier einmal in dem Grünton. Ich halte gleich noch einmal ganz schnell in die andere Kamera die Farbnummer und den Artikelnamen
Falls Sie sich mitschreiben Und der möchten, dann Burgunditon. haben Sie das gleich nochmal. Dann können Sie auf Stopp drücken. Nicht, dass Sie denken, das geht jetzt hier ein bisschen schnell. Ich kann nichts lesen, aber wir halten das gleich nochmal in die andere Kamera. Wir Genau. wollten es einfach nur nochmal zusammen zeigen. Ja, und auch das ist jetzt Panelware. Das einzige dieser Streifen, dieser Blockstreifen, das ist eben keine Panelware, das ist ein fortlaufender. Ja, man Das kann es auch an den Modellen sehen. Hier haben wir einmal den Blockstreifen und hier ist einmal ein Streifen eingesetzt als Rollkragen. Hier ein super schönes Büro-Outfit. Und natürlich, wie man sieht, kann man da wieder super den Merino-Strick zu kombinieren, weil es halt dieselben Farben sind. Hier kann man, ob man da jetzt auch einen Merino-Strick-Rock zunäht, das passt wirklich überall zu. Hier die Samthose. Also aus Samt wurde hier eine Hose gemacht. Ja. Total schön mit dem Panel in dem Leo-Design, weil wir haben einmal dieses Leo-Design auf viskose Webware, auf Samt und auf French Terry. Also man kann sich seine passende Tasche zum Kleid, zu dem Hoodie, wenn es zu kalt wird, alles aus einem Guss nähen und es sieht immer schick aus. Dann haben wir hier das große Leo-Design. Hier kann man es mal wirklich schön sehen am Kleid. Finde ich auch total toll. Dann einmal wieder mit Merino-Strick als Pullover kombiniert, den man sich einfach nur so umlegt in diesem Business-Outfit. Und hier einmal die Bluse aus dem Leo mit dem farbigen Untergrund. Und jetzt zeige ich einmal schnell noch die Artikelnamen und die Farbnummern in die Kamera, damit Sie sich das alles schön mitschreiben können, was wir gerade alles gesagt haben. Fangen wir an mit den Rauten ohne Leo-Muster. Burgundi, Petrol. Auf dem Bild kann man auch immer sehen, was das für ein Design ist. Hier einmal in Blau. Dann haben wir jetzt die Rauten mit Leo-Muster. Hier kann man auch sehen, das, was ich vorhin gesagt habe, mit den Rüschen an der Seite angesetzt oder als Sweatjacke. Dann in Aubergine. Burgundi. Hier wurde auch einmal die beige Raute in die Mitte gesetzt und die beiden Leos nach außen. Das finde ich auch total schön. Und das ist einmal der Artikel Leo Blockstreifen. Das war ja der All-Over, der einmal durchläuft in Petrol. Marine. Und Burgundi. Und an dieser Stelle müssen wir uns bedanken bei Julia und Claudia, dass sie uns auch dieses Vertrauen schenken, mit ihnen zusammen die Stoffkollektion zu machen. Da sind wir immer sehr stolz drauf, dass wir neue Sachen ausprobieren dürfen, einfach mal machen dürfen und sie wunderbare Designs geliefert haben. Julia für den Sommer in total schön, modernen, sommerlichen Farben und sehr schick, klassisch mit dem Weiß und Royalblau und Claudi mit den mit der Leo-Kollektion, so nenne ich es einfach mal. Also da sind wir wirklich stolz drauf und bedanken uns da recht herzlich, dass wir dieses Vertrauen haben dürfen. Absolut. Und die Zusammenarbeit ist einfach toll, muss man auch sagen. Macht Spaß. Ja. Ja. Mit allen unseren Deinerinnen, aber das war jetzt für uns ja auch mal was Neues. Was Neues, genau. Weil die Schnittmuster und so weiter da auch hinterstecken und so weiter. Und das ist schon toll. Aber wie du sagst, mit allen Designern natürlich. Ja, genau. Aber das war schon jetzt. Ja, nochmal was anderes. Ja, es macht Spaß mit allen. Ja, das war's von uns. Vielen, vielen Dank. Also wir freuen uns sehr auf den 7., 8. und 9. März in Köln. Falls noch kurzfristige Ticketwünsche da sind, schreibt uns gerne an über die Zentrale, über die Außendienstler, wie auch Einfach immer. Anfordern. Geht auch während der Tage noch. Wir haben die Codes dabei und genau, freuen uns auf den Austausch auf der Messe. Und ja, wir können den Link ja noch einmal hier unter das Video setzen. Ja. Einfach raufklicken, bekommen wir sofort eine Nachricht. Hervorragend und genau. Und dann schicken wir das raus. Genau, und wir stellen dann alle Artikel, die wir jetzt gezeigt haben,
sind dann ab Freitag auf der Messe bestellbar und ein Teil geht dann natürlich auch danach noch online, aber erstmal ab Freitag wirklich für die Messebesucher, die den Weg nach Köln auf sich nehmen. Ja. Genau, und da freuen wir uns drauf und Ja, ja, das wird ganz toll. Man darf das Gewinnspiel auch nicht vergessen. ne, Unser ist so, schönes Sofa. genau Da das freue ich Sofa. mich total drauf. Ja, Wir haben Getränke dabei, Süßigkeiten. Wir sind komplett schon ausgestattet. Wir freuen uns total. genau. Ja, vielen Dank, gute Zeit und bis in Köln. Ja, Tschüss. tschüss.